Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Stugner P Panzerabwehrsystems von ICM im Maßstab 1:35. Ich habe ja in den vergangenen Monaten schon 2 Figuren und die dazugehörigen Panzerabwehrwaffen zum Thema Ukraine-Krieg vorgestellt. Nun möchte ich nach den Javelin und NLAW-Schützen von Dan Models und CMK auch das Stugner P-System mit Bedienmannschaft von ICM besprechen. Natürlich ist der Ukraine-Krieg ein sehr schwieriger und vor allem polarisierender Teil des Weltgeschehens, aber das kann man über so gut wie alle Bereiche des Militärmodellbaus sagen. Daher habe ich persönlich da keine besonderen Berührungsängste und bin mir sicher, dass die meisten von euch das ganz ähnlich sehen. Ob es einem nun gefällt oder nicht, der Ukraine-Krieg ist für viele Modellbauer von Interesse und damit meine ich echtes Interesse im wahrsten Sinne des Wortes. Daher überrascht es kaum, dass es dazu mittlerweile eine ganze Menge an Bausätzen gibt. An vorderster Stelle stehen natürlich die bekannten ukrainischen Hersteller, wobei sich vor allem Masterbox und ICM mit einer breiten Auswahl an Figurensets hervortun. Davon habe ich mir auch schon einige besorgt, darunter auch diese Stugner P-Einheit mit der dazu passenden Bedienmannschaft, welche ICM 2023 auf den Markt gebracht hat. Die Stugner P ist eine in der Ukraine entwickelte und hergestellte Panzerabwehrwaffe, welche 2011 in Dienst gestellt wurde und seit dem Ausbruch des Krieges massiv eingesetzt wird. Anders als bei der Javelin oder der NLAW handelt es sich hierbei nicht um ein schultergestütztes Fire-and-Forget-System, sondern um eine mehr oder weniger klassische Lenkwaffe, vergleichbar mit der amerikanischen TOW oder der russischen Kornet. An der Dreibeinlafette sind Kameras und Laser montiert, welche über ein Kabel alle Daten an die Bedienkonsole übermitteln. Der Schütze kann also über den Kamerafeed auf dem Bildschirm der Bedienkonsole das Schlachtfeld in geschützter Stellung beobachten und muss sich nicht in unmittelbarer Nähe des Abschussgeräts aufhalten. Nach dem Abfeuern auf ein sich bewegendes Ziel kann der Schütze die Rakete entweder manuell mittels eines Joysticks steuern oder er überlässt die Zielverfolgung dem Computer. Da der Flugkörper von einem Laserstrahl gesteuert wird, muss die Lafette mit der daran befestigten Leiteinheit bis zum Einschlag an Ort und Stelle bleiben, ansonsten würde das Signal unterbrochen werden. Daher ist es keine Fire-and-Forget-Waffe, obwohl die Steuerung auf Wunsch durch einen Computer erfolgen kann. Der Gefechtskopf vom Kaliber 130 mm ist eine Tandemhohlladung mit Aufschlagzünder und durchschlägt bis zu 800 mm Panzerstahl, was üblicherweise ausreicht, um gegnerische Panzer außer Gefecht zu setzen. So viel zu den Hintergründen, schauen wir uns jetzt den Bausatz mal näher an. Das Packungsbild zeigt uns schon sehr genau, was wir hier bekommen mit diesem Bausatz, und zwar einmal eben die Stugner P an sich auf der Dreibeinlafette, 2 Soldaten, die gerade nachladen, hier der Schütze mit der Bedienkonsole und noch ein Soldat, der das Ganze sichert. Finde ich ganz interessant. Ja, die Schachtel an sich ist sehr stabil und wie man das auch von anderen ICM-Bausätzen kennt, ist hier der Deckel zum Abnehmen und darunter befindet sich dann die eigentliche Schachtel. Ja, wie gesagt, sehr stabil, finde ich sehr vernünftig. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Bauteile. Das sind insgesamt 2 Spritzlinge. Ein großer Spritzling für die Figuren und ein kleiner Spritzling für die Panzerabwehrwaffe. Ja, alles in allem sehr gute Verpackung. Das war früher ja immer so ein Manko bei ICM, aber seitdem sie eben dieses System verwenden, gibt es da keine Probleme mehr. Finde ich sehr löblich. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung näher an. ICM legt ja auch seinen Figurensätzen eigentlich immer eine Bauanleitung bei, was ich sehr löblich finde. Wir haben hier erstmal eine Übersicht mit den enthaltenen Teilen und eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf die ICM-Farben. Die haben ja mittlerweile auch ihre eigenen Acrylfarben, Revell und Tamiya. Ja, und dann haben wir noch ein paar so Erklärungen und dann geht der Zusammenbau los. Ja, mit der Stugner P an sich. Da bauen wir zuerst mal das Dreibein zusammen. Dann hier ja, der Abschussbehälter, der besteht aus 2 Hälften. Nicht ganz so elegant. Ja, dann hier so diverse Kästchen. Das sind so allerlei Sensoren, Laser und so weiter. Das kommt dann auch später hier ran an die Lafette. Ja, und hier dann die Bedienkonsole. Ja, ganz nett. Kurz und knackig. Und dann haben wir hier die Figuren. Auch die werden hier gezeigt, wie man die montiert und auch lackieren könnte.
Wobei mir jetzt da diese neuen Zeichnungen, die ICM seit einer Weile verwendet, nicht so gut gefallen. Das ist nicht sehr detailliert und ja, hier ist schon so eine Art Tarnmuster drauf, aber ja, das ist alles sehr verwaschen und hat natürlich hier mit dieser Vorlage nicht allzu viel zu tun. Dieses ukrainische Digitaltarnmuster ist auch wirklich sehr herausfordernd. Ich habe schon ein paar Mal bemalt. Ja, ist nicht ganz einfach, aber irgendwann habe ich den Dreh raus und vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video. Ja, kurz und knackig. Ich denke, der Zusammenbau der Figuren sollte mehr oder weniger selbsterklärend sein. Bei der Lafette ist es ganz gut, dass da was dabei ist, aber auch das ist nicht weiter schwierig. Ja, trotzdem haben sie sich die Mühe gemacht und eine Anleitung beigelegt, finde ich sehr schön. Gut, schauen wir uns zuerst mal den kleinen Spritzling an, mit den Teilen für das Stugner P-System und einigen Sturmgewehren. Ja, wie man sehen kann, das Ganze ist sehr sauber gefertigt. Da sind keine Makel zu sehen wie Fischhäute oder besonders viel Grat. Die Bauteile haben auch relativ wenige Verbindungspunkte zum Spritzling, was das Auslösen und Versäubern natürlich wesentlich angenehmer und weniger risikoreich macht. Der Abschussbehälter ist wie gesagt zweiteilig. Das finde ich jetzt nicht so elegant. Das Ganze aber einteilig zu fertigen ist auch so eine Sache. Von dem her ist es okay. Aber wir haben natürlich hier oben schon einige Details, wo wir aufpassen müssen, dass wir die dann, wenn wir die Klebenaht dann versäubern und verschwinden lassen, dass da nicht irgendwie die Details dann auch kaputt gehen. Das ist ein bisschen ungünstig, aber lösbar. Ansonsten die Sturmgewehre sind recht schön. Hier mit einem Granatwerfer unter dem Rohr. Das hier sind dann ganz normale Sturmgewehre. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Müssten AK-74 sein. Könnte mich da aber auch täuschen. So genau kenne ich mich da nicht aus, was die ehemaligen Ostblockwaffen angeht. Ja, aber wie man sehen kann, das sieht sehr sauber aus und zeigt sich auf hohem Niveau. Das ist doch schön. Kommen wir nun zum großen Spritzling mit der vierköpfigen Bedienmannschaft und der persönlichen Ausrüstung, die dabei haben. Ja, von der Aufteilung her ist es ganz klassisch. Es ist hier immer eine Figur. Von dem her bräuchte man da nicht unbedingt eine Bauanleitung, aber es ist eben trotzdem eine dabei. Ja, die Gesichter sind okay. Ist halt bei Plastikfiguren immer ein bisschen Manko, aber wer will, kann da ja noch Resinköpfe verwenden. Ansonsten die Details sind ganz gut. Hier die Schutzweste zum Beispiel, das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, hier, das ist noch irgendeine Tragetasche, die eben am Boden liegt. Ja, ein Holster mit einer Pistole dabei. Die Soldaten sind alle kurzärmelig, also ist eher für eine sommerliche Szene geeignet. Ja, auch hier wenig Verbindungspunkte zum Spritzling. Das sieht doch recht hübsch aus. Ja, die Helme, auch die könnte man schöner machen, die sind ein bisschen so rundlich. Hände sehen ganz okay aus. Auch das hier ist eine Tragetasche, ist unten flach. Also so ein bisschen Zubehör ist noch dabei, um eine Szene eben entsprechend auszustaffieren. Ja, passt doch. Faltenwurf ist auch ganz nett, so gut wie es eben bei Plastikfiguren sein kann. Bisschen Grat an den Teilen, aber das ist nicht zu vermeiden bei so Figuren. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. ICM hat tatsächlich, finde ich, früher noch höherwertigere Plastikfiguren gehabt.
Das ist jetzt hier nicht ganz das Niveau, wie ich es von anderen Figuren kenne, aber es ist trotzdem ziemlich gut. Also da braucht man sich jetzt nicht beschweren. Das ist nur so eine allgemeine Feststellung. Klar, Resin-Figuren, vor allem der neuesten Generation, die sind natürlich dem jetzt detailmäßig deutlich überlegen, aber das kann sich hier aussehen lassen. Also, und klar, mit ein paar kleinen Verbesserungen ist das Ganze auf jeden Fall auch am Ende sehr detailliert und realistisch und vor allem nach der passenden Bemalung natürlich. Das ist nochmal ein anderes Thema. Figurenbemalung ist natürlich nicht ganz einfach. Ja, aber das sieht doch sehr hübsch aus. Also damit lässt sich arbeiten. Da haben sie auf jeden Fall solide Arbeit abgeliefert bei ICM. Ich persönlich finde es sehr beeindruckend, wie viele Modellbaumarken aus der Ukraine eigentlich stammen. Es sind wirklich enorm viele, wird man gar nicht denken. Es gibt da so viele kleine und große Hersteller, das könnte ich hier jetzt gar nicht auflisten an dieser Stelle. Und was mich dann auch noch beeindruckt ist, dass die trotz des Kriegszustandes irgendwie in der Lage sind, weiterzuarbeiten und das eigentlich auf nach wie vor sehr hohem Niveau qualitativ. Finde ich sehr beeindruckend. Das zeigt doch, was für einen Willen diese Leute haben und wie viel ihnen an dem liegt, was sie sich aufgebaut haben. Jedenfalls hat ICM hier wieder solide Arbeit abgeliefert, wobei mir aufgefallen ist, dass die Gesichter nicht mehr ganz so scharf detailliert sind, wie man das von früheren Sets gewohnt ist. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit ein paar Figurensets von ICM vorgestellt. Da könnt ihr euch ja mal zum Vergleich ein Video anschauen, damit ihr seht, was ich meine. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Mir kommt es auch so vor, als ob der verwendete Kunststoff hier auch ein anderer ist, als das früher der Fall war. Vielleicht liegt es daran. Jedenfalls für Plastikfiguren ist es nicht schlecht. Und wir Modellbauer können uns ja dann bei Bedarf auch noch mit Resinköpfen behelfen. Also daran soll es nicht scheitern. Preislich liegt der Bausatz ungefähr zwischen 12 und 16 Euro, was ich für das Gebotene auf jeden Fall angemessen finde. Da gibt es nichts zu meckern, das passt schon. Alternativen gäbe es natürlich auch. Ich glaube, CMK bietet auch eine Stuckner P an. 3D gedruckt, sieht auf jeden Fall wunderbar aus, da sind bloß keine Figuren dabei. Kommt halt drauf an, was man machen will. Wenn man gleich eine Besatzung dazu braucht, ist ICM wahrscheinlich die bessere Grundlage. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pickup bauen würde, wo auf der Ladefläche hinten eine Stuckner P drauf ist, dann würde ich vielleicht eher das Teil von CMK verwenden. Aber ja, ihr wisst Bescheid und könnt ja dann dementsprechend selbst entscheiden, was für euch am besten ist. Gut, das wäre auch schon alles zu diesem Bausatz. Ich hoffe, ihr fandet diese Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.